Es ist leichter, ein glückliches Kind zu begleiten. Kannst du dein Kind auch in der Wut halten? Kannst du dein Kind auch in der Traurigkeit halten? Das Kind, das einem so nah am Herzen ist, traurig zu erleben, da muss ich mich mit meiner Trauer auseinandergesetzt haben. Was aber jetzt bei uns oft passiert, ist, dass wir in aller Freundlichkeit Kindern die Gefühle dann wegerklären. Dieses Eis darfst du jetzt nicht haben, weil es ist nicht so gut für deine Zähne. Aber vielleicht kannst du es nächste Woche haben, dass diese Gefühle, die da gerade da sind, nicht gefühlt werden dürfen. Oder wenn wir Angst haben, dann muss die Angst sofort weg oder die ist nicht gut oder mein Elternteil gerät dadurch in Not. Okay, da ist eine Angst. Scheiße, die ist unangenehm. Aber da ist jemand. Der setzt sich vielleicht neben mich, aber es ist sicher. Es ist sicher, diese Angst zu spüren. Mindseed mit Leon Heimann. Kiran Deuratzbacher ist Eltern- und Familienberaterin und vertritt eine Sicht auf Erziehung, die viele Eltern im ersten Moment wahrscheinlich irritiert. Das Verhalten unserer Kinder beginnt oft nicht bei unseren Kindern, sondern bei uns selbst. Denn wir verbringen unglaublich viel Zeit damit, das Verhalten unserer Kinder zu verändern. Sei ruhiger, sei geduldiger, sei kooperativer. Aber was, wenn wir dabei die eigentliche Ursache übersehen? Was, wenn Kinder uns nicht nur herausfordern, sondern uns auch spiegeln? Mit all den Prägungen, Ängsten und Mustern, die wir selbst aus unserer Kindheit mitbringen. Genau deshalb wollte ich mit Kiran sprechen. Mich hat die Frage beschäftigt, warum manche Situationen mit Kindern uns so stark triggern und weshalb Erziehung auch viel mehr mit unserer eigenen Geschichte zu tun hat, als uns bewusst ist. In diesem Gespräch erfährst du, warum Kinder ein Spiegel ihrer Eltern sein können, wie alte Erfahrungen unbewusst unseren Familienalltag prägen und weshalb echte Veränderung häufig nicht damit beginnt, das Kind zu erziehen, sondern sich selbst besser zu verstehen. Und wenn dir Gespräche wie dies hier gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal auf YouTube oder Spotify abonnieren würdest. Damit unterstützt du uns tatkräftig und wir können dafür sorgen, weiterhin so tolle Gäste hier in den Podcast einzuladen. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Kiran, viele Eltern glauben, sie müssen ihre Kinder vor allem glücklich machen und Konflikte möglichst vermeiden. Du sagst, genau das kann Beziehungen schwächen. Warum sind gerade Konflikte so entscheidend für eine gesunde Beziehung? Ja, schöne Frage mitten rein. Meine Erfahrung ist, gerade so Eltern, so rund um mich, ich gehörte da sicherlich auch total dazu, wir wollen es gut machen. Wir wollen es richtig gut machen und haben selber so ein bisschen unseren Rucksack oft mit uns, dass viele Dinge schwierig waren, dass wir auch so unseren Rucksack aus unserer Kindheit mitbringen. Und wir wollen es gut machen, wir wollen es anders machen. Und dann entwickelt sich so ein Ideal. Früher war da, denke ich, Hollywood total mit dabei. Heute ist Insta mit dabei. Alles schön, alles beige, vielleicht ein bisschen rosa, ein bisschen blau. Die Realität ist anders. Die Realität ist einfach anders. Also das ist der eine Punkt. Und wenn ich immer eine Wunschvorstellung habe und eine Realität und die auseinander ist, dann fühlen wir uns scheiße und blöd. Und das macht was mit einem. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn wir in eine echte Beziehung gehen, und dafür stehe ich total, dass wir in eine echte Beziehung mit unseren Kindern gehen und sie als echtes Gegenüber sehen und uns auch nicht als ein Mutter- oder Vaterideal, sondern wir sind echte Menschen. Und wenn echte Menschen aufeinandertreten, dann sind auch mal Bedürfnisse nicht total matchen. Und wenn wir die aber übertrünchen und sagen, es ist jetzt wichtiger, dass wir hier im rosa Säuselton sozusagen miteinander kommunizieren, dann geht das verloren, die Bedürfnisse, die darunter sind. Und eine tiefe Beziehungsebene. Um was geht's dir? Was ist dein Punkt? Ich zeige mich, was mir hier nochmal wichtig ist. Und ja, können wir einfach auf die Beziehungsebene nochmal runtergehen und lernen uns selber als Eltern nochmal besser kennen. Unser Kind lernen wir besser kennen und da passiert dann tatsächlich echte Beziehung. Wie bist du aufgewachsen? Wie wurde mit Konflikten in deinem Elternhaus umgegangen? Ich bin
Ich habe sozusagen alles mitgekriegt. Ich habe auf der einen Seite eine Mutter, die ist schon vorangegangen. Also die hat das gemacht, was viele auch bei uns machen, sich mit ihren Themen auseinandergesetzt, GFK, also gewaltfreie Kommunikation, sich damit auseinandergesetzt, war selbst Ärztin und Therapeutin und hat sehr, sehr viel da schon gemacht. Und das habe ich auch als Kind erleben dürfen. Nicht die Perfektion, aber jemand, der sich auf den Weg macht und auch jemand, der sich zu mir hinsetzt und sagt, hey, das war ein krasser Wutanfall. Wut an sich ist nicht böse. Was ist da eigentlich los? Genau, gleichzeitig war die Ehe meiner Eltern schon auch herausfordernd. Also ich habe da schon auch heftige Konflikte miterlebt, die ich, wo es nicht so heißt, die weiterzugeben. Und ich kenne, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, auch Situationen, meine Mutter war dann irgendwann alleinerziehend, eigene Praxis und all diese Geschichten. Und ich kenne das nur zu gut. Konflikte kosten auch Kraft. Und dann macht man da manchmal lieber. Ich habe das in meinem Buch auch stehen, so eine Situation, das war sogar noch vorher. Mein Vater kommt aus Indien und die indische Verwandtschaft hat mir oft so Glitzer, Stöckelschuhe, Lackschuhe und so geschenkt. Und meine Mutter, die war eher so naturmäßig und gesundheitsmäßig und war nicht so der Fan, dass ich dann irgendwie als 7-Jährige da mit diesen Lackschuhgeschichten rumgelaufen bin. Und die waren dann immer wieder verschwunden. Weiß nicht, wo die sind. Und das war so, klar, ich hätte sie, also da eine Positionierung, da hätten wir beide was voneinander erfahren. So, also es war stressfreier, dass sie verschwunden waren und einfach nicht mehr da waren. Aber ich habe gespürt, da geht es um mehr eigentlich irgendwie so. Und für mich waren tatsächlich diese Schuhe, die ich von der indischen Verwandtschaft bekommen habe, ja auch ein Stück Identität. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, ich habe sehr wenig Indisches mitbekommen und dann waren diese Stöckelschuhe da auch und meine Mutter hätte sich positionieren können, dass ihr die Gesundheit meiner Füße wichtig ist und solche Sachen. Also da hätte Beziehung entstehen können. Wir haben das an vielen Stellen, wir müssen nicht perfekt sein, aber das war so eine Situation, wo ich mich selber auch so sehr erinnern kann, da hat was gefehlt. Die Schuhe waren einfach weg. Und wie hast du dich dann gefühlt in der Situation? Eher hilflos und alleine. Weil dieses Gegenüber und auch wo richtig denn, also ich fand's doof, konnte es aber nicht positionieren. Also und das finde ich auch sehr wichtig für uns als Eltern, da habe ich selber als Mutter so, also ich bin ein großer Fan, also sagen wir mal, viele Aussagen von Jesper Juhl mag ich sehr gern und das war auch für mich so ein Punkt. Ich bin auch in die Elternschaft reingekommen und habe gedacht, mein Auftrag ist es, mein Kind glücklich zu machen. Und das war verdammt anstrengend und hat allen Beziehungen nicht gut getan. Und dann hatte ich so eine Aussage von ihm gelesen, wenn du nicht möchtest, dass dein Kind ein Eis isst vorm Essen, dann positionier dich, sag das, aber erwarte nicht, dass dein Kind es gut findet. Und da durfte ich einfach lernen, dass es total okay ist, dass meine Kinder Entscheidungen von mir scheiße finden. Und andersrum finde ich das auch total angenehm, das darf einfach raus. Das zerstört nicht unsere Beziehung. Mein Kind darf sagen, jetzt geht es nicht mehr ums Eis, jetzt geht es ums Handyzeiten. Und ja, ich positioniere mich da inzwischen relativ klar. Und ich kenne andere Eltern, die sagen, ja, wir wollen unser Kind in eine handyfreie Schule oder so, damit wir die Diskussion nicht mehr haben. Und ich so, ja und nein. Ich kann mich trotzdem zeigen und meine Werte zeigen und mich mit meinem Kind auseinandersetzen. Und ja, die Freunde mehr. Und natürlich spielt das Umfeld ein bisschen rum, aber ich brauche meine Kinder nicht auf eine handyfreie Schule schicken, damit ich mich nicht damit auseinandersetzen muss und positionieren muss, wo Handy und Social Media einfach ein super wichtiges Thema für die jungen Menschen gerade ist. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen.
Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Ich glaube, das Thema Konflikte ist ein großes und das kommt halt, denke ich, oft aus der Kindheit. Ich hatte zum Beispiel vor 2 Wochen hatte ich so ein Konfliktthema, das mich auch sehr aktiviert hat. Und zwar war ich eigentlich mit einer guten Freundin verabredet und sie musste dann aber geschäftlich, also wir waren eigentlich in Berlin verabredet und sie musste dann aber geschäftlich wieder zurück nach Spanien, sehr spontan. Also praktisch einen Tag, bevor wir uns eigentlich treffen wollten. Und das hat so einen Konflikt erzeugt zwischen uns, also sie war einfach sehr kurz mit ihrer Message, ich muss zurück nach Spanien wegen dem Geschäft. Und mehr kam da auch nicht von ihr. Und bei mir war das so, okay, ich kann es jetzt gerade irgendwie gar nicht einordnen, weil wir haben das jetzt seit Wochen und Monaten geplant. Ich würde da gerne ein bisschen mehr zu sprechen und ich glaube, ich wurde dann auch ein bisschen emotional und habe dann halt öfter angerufen oder geschrieben und hey, irgendwie kann ich das gerade nicht einordnen, können wir mal reden. Und sie hat dann, weil sie meine Aktivierung so gespürt hat, sie hat sich dann so komplett zurückgezogen, also komplett auch geblockt quasi. Und tatsächlich haben wir immer noch nicht richtig gesprochen. Ich habe aber einfach dann auch an einem Punkt gesagt, okay, nachdem ich versucht habe, sie 3-mal anzurufen, ich werde dich jetzt nicht mehr anrufen, weil ich habe dich oft genug angerufen. Ja. Meld dich einfach, wenn du da Lust und Zeit hast. Und da habe ich gemerkt, krass, wie unterschiedlich die Leute auch mit solchen Konfliktsituationen umgehen. Also ich komme selber auch aus einer Familie, da wurde immer sehr viel diskutiert, aus meiner Sicht auch ein bisschen zu viel vielleicht diskutiert. Und ich habe das aber auf jeden Fall mitgenommen, diese offene Sprachkultur. Wenn Konflikt besteht, dann rufe ich an oder ich gehe direkt in Konversation. Ich mag das dann auch nicht zu schreiben, weil ich finde, dann entstehen noch mehr Missverständnisse. Ja. Und und dann gibt es andere Personen, die eine andere Geschichte haben, die wollen darüber gar nicht reden. Also die machen einfach zu. Und wenn du dann auf eine Person triffst, die halt diesen anderen Kommunikationsstil hat oder diesen anderen Stil mit Konflikten umzugehen, dann ist das ein ziemlicher Mismatch. Und dann triggert das die eine Person, dass du darüber reden willst und die andere Person triggert es, dass geblockt wird. Und das ist wirklich schwierig. Ja. Lustigerweise treffen sich so Paare sehr häufig. Also ich arbeite ja mit Eltern und das passiert sehr, sehr häufig. In meinem Buch ist das tatsächlich auch ein Thema und ich nenne das ein bisschen, ob ich der Flügeltyp bin oder der Wurzeltyp. Und ich finde es erstmal total wichtig für mich, das zu verstehen. Also mir persönlich hat das auch nochmal geholfen, mich eben im Konflikt zu verstehen. Und genau, was ja ist im Konflikt, wir werden aktiviert, wir werden verunsichert. Und dann geht es darum, wie geht unser Nervensystem mit Verunsicherung um? Und dann gibt es den Part, der kämpft. Wir wissen die Notreaktion von unserem Gehirn. Ein Part kämpft. Der würde dann eher in die Diskussion, gleich in die Lösung, in den Kontakt gehen. Das ist erstmal eine Notreaktion. Der Wurzeltyp sozusagen, der die Sicherheit findet eben eher so bei sich oder aus dem Rückzug. Es kann man auch noch Flügelkontakt, ja, aber eben die andere Variante ist dann eben eher den Rückzug, eher die Flucht zu machen. Und da ist, glaube ich, genau erstmal wichtig zu verstehen, was passiert eigentlich bei mir und dass das sozusagen beides Notsituationen sind und dass man sich selber auch versteht. Also ich bin zum Beispiel jemand, Hilflosigkeit ist nicht meine Kernkompetenz. So. Und mein erster Impuls wäre auch, in Kontakt, was ist los, wie finden wir eine Lösung? Also dieser Kampftyp würdest du es jetzt beschreiben. Genau. Auf jeden Fall eher in die Aktion, als in das zu gehen. Das ist bei mir genauso. Und wenn dann die andere Seite zumacht, dann werde ich so krass aktiviert. Ja. Also, und auch, ich will das ja gar nicht bewusst, aber das macht mich so feurig teilweise, weil ich mir denke, wie kannst du denn jetzt in dieser Situation nicht mit mir reden wollen? So, das ist doch grad, da ist doch gerade was zwischen uns. Warum
Warum können wir darüber jetzt nicht einfach reden? Ja, und das ist eben aus der Not heraus. Und genau, wenn das zum Beispiel jetzt in einer Beziehung ist und dann noch 3 Kinder durch die Gegend rennen, kann das ganz unschön sein, weil beide Personen aus einer Notsituation sind. Genau, ich brauche Kontakt, ich brauche eine Lösung. Und tatsächlich, also ich kenne da, mir ist da auch bewusst, ich kenne das, dass ich Kontakt zu meiner Mutter haben wollte und sie den Kopf voller andere Sachen hatte. Und ich kenne dieses Gefühl und das ist dann bei mir tatsächlich in so Situationen früher passiert, dass ich in die Position der kleinen Kirin bin, die da hilflos war und an der Mama geklopft hat, die nicht zugehört hat. Genau. Und wenn das passiert, dann wird es spannend. Und da beginnt sozusagen, wo ich dann großer Fan bin, seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Und ich durfte lernen, mich in der Situation selber zu halten. Dass ich lerne, mich zum Beispiel selber um diese kleine Kirin zu kümmern. Und dann ist natürlich, wir sind jetzt auf die Erwachsenenebene gegangen. Auf der Erwachsenenebene ist es, also wenn wir in der Elternposition sind, ist es noch wichtiger, diese Arbeit zu machen. Und auch das kenne ich. Meine Kinder albern und spielen herum. Und ich sage, könnt ihr bitte? Dann hören sie mir nicht zu. Und wups, was passiert? Die kleine Kirin von damals ist da und ich werde aktiviert. Warum hören mir meine Kinder nicht zu? Aber dann reagiere ich nicht auf meine Kinder, sondern auf meine Erfahrung. Und das ist total wertvoll, wenn wir eben auch unsere Arbeit machen. Und das kann in Freundschaften total sein. Und dann kann ich nämlich zum Beispiel, okay, scheiße, hier ist Not, hier ist Aktivierung. Ich kümmere mich erstmal um mich. Und das ist, ich habe da auch so, dass es erstmal um Sicherheit geht. Erstmal wieder Sicherheit. Und dann kann man gucken, welche Bedürfnisse sind da eigentlich. Und dann kann man sich zeigen, und aber aus der Sicherheit heraus. Hey, du bist mir wichtig, unsere Freundschaft ist mir wichtig. Irgendwie hat das nicht für mich gestimmt. Aber da agieren wir auch aus einer anderen Haltung heraus. Und die andere Person darf natürlich auch ihre Hausaufgaben machen, so, weil das kann eben auch sehr sein, wenn ich einen Konflikt habe, der war gefährlich für mich. Kennen viele von uns. Oft, weiß was ich was, die Eltern brüllen sich an, schreien sich an. Die Reaktion vom Kind war am besten, still zu sein, sich nicht zu zeigen, rauszugehen. Manchmal eher Richtung Dissoziation auch zu gehen. Dann ist es eine total aus der früheren Perspektive sinnvolle Strategie, rauszugehen. Und das System reagiert auf die Vergangenheit. Und auch da darf man dann als Erwachsener lernen, sozusagen seine Hausaufgaben zu machen und dann in eine Kommunikation auch zu gehen und sagen, du, ich brauche einen Moment. Aber dann vielleicht lass uns da und da drüber sprechen. Dann hat die Person, die unbedingt die Lösung braucht, auch eine Sicherheit, dass es die Lösung geben wird. Und die Person, die erstmal Durchatmen braucht und ein bisschen Abstand braucht, eine Joggingsrunde vielleicht braucht, hat auch erstmal die Sicherheit, den Raum für sich zu haben. Würdest du sagen, wenn solche Menschen aufeinandertreffen, ist es einfach ein Mismatch und braucht zum Beispiel eine Person, die auch offen kommunizieren möchte in Konflikten, offen gegenüber eine ähnliche Person? Oder kann das auch funktionieren? Also ich frage mich, kann das funktionieren, dass diese Person, sage ich mal, die blockt und die reden möchte, dass die einen guten Weg finden? Oder ist das eigentlich so tief verankert auch durch die Kindheit und so weiter? Es gibt ja Sachen, klar, man kann an sich arbeiten, aber ich finde einige Sachen, das denke ich auch bei mir selbst, sitzen so tief, du wirst es jetzt nie deine Einstellung komplett zu 100% wenden. Also ich bin absolut, also das macht für mich Beziehung aus. Das macht für mich Beziehung aus, da hinzugucken und da miteinander zu wachsen. Und dann auch ehrlicher zu lernen, zu kommunizieren. Also ich kann ja dann umso enger die Freundschaft ist, wenn es eine vertraute Beziehungsperson ist, kann ich genau das sagen. Boah, da ist gerade richtig viel aktiviert in mir. Und das ist für mich, das macht das Lebens, also da fängt es bei mir an, finde ich, spannend zu werden, wenn man auf der Ebene auch in Verbindung und Kontakt sein kann. Und das können wir in Freundschaften, das können wir in Beziehungen und da geht es nicht um Perfektion, da geht es um Verbindung, sich selber kennenzulernen, die Person kennenzulernen, die Verantwortung bei mir zu lassen und mich trotzdem verletzbar zu zeigen. Ja, also kann man,
Also es kommt drauf an, wenn da zwei Menschen sind, die sagen, hey, die Beziehung ist mir wichtig, ich bin bereit hinzugucken. Wenn einer da steht und sagt, ich habe kein Problem, ich weiß nicht, was du hast. Ja. Du warst ja selbst 19 Jahre in einer Beziehung und bist dann jetzt seit einem Jahr alleinerziehend, jetzt hast du wieder einen neuen Partner. War das Konfliktthema bei der 19-jährigen Beziehung auch ein Thema? Ja, also am Ende konnten wir keine Konflikte mehr und können es aktuell auch noch nicht so gut. Okay, also ihr kommt aus einer Situation, wo ihr es konntet und ihr habt euch dann dahin entwickelt, dass ihr es nicht mehr konntet. Ich glaube, in der 19-jährigen Beziehung haben wir uns einfach sehr unterschiedlich entwickelt. Und der Anspruch, wie Konflikte gelöst werden, hat sich auch verändert. Und ja, unter Stress und also was eben absolut wichtig ist, ich spreche immer, ich bin großer Fan von Konflikten. Das gilt für die Kinder, aber in der Beziehung umso mehr. Die Basis ist Beziehungsarbeit. Wir müssen in Verbindung sein. Wenn wir nur noch Konflikte haben, dann ist doof. Ja. Und auch das ist sozusagen passiert. Und genau, 3 Kinder, beruflich voll, unterschiedliche Entwicklungen. Und ich glaube beides. Also die Basis im Blick zu haben, das Vertrauen, dieses gemeinsame Wachsen. Diese Pflanze hat es sozusagen über die 19 Jahre, hat sich verändert. Und dann der Anspruch. Und genau, am Ende würde ich sehr sagen, oder die letzten Jahre war Konflikte, gingen nicht gut miteinander und nicht mehr in diesem wachstumswohlwollenden Haltung. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich kann mir vorstellen, dass einige Zuhörerinnen sich damit identifizieren können. Also, dass sie sagen, okay, früher irgendwie hatten wir kaum Konflikte und in letzter Zeit haben wir nur Konflikte und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das jetzt so richtig weitergehen soll. Also, wie war das bei euch und was war dann so der Grund, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt nicht mehr weiter, es ist jetzt besser, wenn wir uns trennen? Magst du uns da ein bisschen in deine Perspektive mit reinnehmen? Ja, also ich würde es tatsächlich, den Punkt nicht, ob viel Konflikte oder nicht, sondern die Qualität der Konflikte so als Indikator zu nehmen. Und genau, was, wie gesagt, auf unserem Weg war, wo ich absolut auch sehe, wo wir eben überhaupt nicht alleine sind, ist in so einer langen Beziehung, in diesem ja auch gemeinsam groß und erwachsen werden, Eltern werden, Kinder werden dann sogar größer, passiert Entwicklung bei jedem. Und das ist ja auch wertvoll. Und ich bin ein großer Fan. Beziehung ist, wie gesagt, ich mag den Ausdruck Wurzeln und Flügel auch sehr gerne. Also jeder braucht ja in Beziehung auch Raum für sich. Und es ist total okay, wenn man sich nicht parallel im Gleichschritt entwickelt. Und gleichzeitig darf diese Pflanze der Beziehung, dieser Nähe, diesem Vertrauen, aus meiner Perspektive, ich bin ja auch Paarberaterin, allerdings habe ich das genau auch ein bisschen auf die Seite gelegt. Diese Beziehungspflanze muss gepflegt werden. Die ist was uns sicherlich auch was heißt passiert ist. Ich glaube, passiert finde ich es so einfach, aber die Entscheidungen wurden getroffen, ob bewusst oder nicht, dem nicht genügend Raum zu geben. Und dann ist man an einem Punkt, wo es relativ auseinander sind, die Bedürfnisse oder auch die Sichtweise, der Blick auf die Welt, der Blick auf die Bedürfnisse. Und dann ist die Frage, wie viel Bereitschaft ist da? Wie viel Bereitschaft ist da? Und ja, dann auf sich zu gucken. Also am Ende, ich habe auch eine Podcast-Folge, wo ich das ein bisschen beschreibe. Am Ende war es, ich bin vor einigen Jahren, eigentlich am Anfang von meiner Elternschaft, hat Körperarbeit eine große Rolle für mich gespielt, also Embodiment, eben auch diese Gefühlsregulation sehr über meinen Körper. Und am Ende war es dann eine Entscheidung, die ich gespürt habe. Es war eine Entscheidung, ein Gefühl bei mir. Der Kopf hatte immer noch mal Lösungen und Versuche. Und wie gesagt, ich bin die eher die Lösung findet, die da ist. Und am Ende war es ein Gefühl, was da war. Und oft genug die Konflikte nicht weitergekommen, dieser Wachstum nicht mehr möglich war und dann einfach
keine Entscheidung gegen jemanden, sondern eine Entscheidung für mich. Mit verdammt viel Angst. So. Also auch, also alle, die sich aus längeren Beziehungen trennen, wissen, dass das keine Entscheidung von heute auf morgen ist. Rückblickend könnte ich auch sagen, ich hätte auch 4 Jahre früher die Entscheidung treffen können. Und gleichzeitig weiß ich, dass so wie ich bin, es diesen Prozess gebraucht hat und dass der Körper mitgeht und trotzdem nicht der Punkt da ist, jetzt bin ich bereit dafür. Also es ist so große Entscheidungen, auch wenn wir unser Nervensystem nochmal verstehen, es ist mutig sein, ist Angst plus ein Schritt. Ja. So, und das braucht es, wenn wir in eine Veränderung gehen. Und aber mit meiner Körperarbeit war es dann irgendwann der Punkt, dass ich es gespürt habe, dass ich diesen Schritt gehe. Und ja, es ist anstrengend, es ist viel Veränderung, aber nicht so schlimm, wie ich es mir immer erzählt habe in meinem Kopf. Mut ist Angst plus ein Schritt, das finde ich schön. Was waren bei dir die größten Ängste, aus der Beziehung zu gehen? Meine Kinder und tatsächlich Finanzen. Also das ist schon so, wo ich auch gerne, also ich auch immer wieder, wir Frauen doch da reinrutschen, das Thema nicht so ernst zu nehmen und da Abhängigkeiten entstehen. Und das war auch bei uns. Und das war schwierig. Und auch meine Geschichte, wie ich mit Geld umgehe, wie ich mit Finanzen umgehe, da war auch viel Wachstum und viel Mut für mich notwendig, dass ich einerseits die Beziehungsebene und die Kinder und auch ich, obwohl ich es fachlich total weiß und die Studienlage, dass wir unseren Kindern keinen Gefallen tun, in einer schwierigen Beziehung zu bleiben. Das kann dein Kopf sagen. Und auch bin ich in unserem sozialisierten Dings aufgewachsen, obwohl auch ich bin ein Trennungskind. Und ich kann tatsächlich sagen, für mich war es eine gute Entscheidung, dass meine Eltern sich getrennt haben. Weil ich sehr das Gefühl kenne, dass sie sehr um ihre Beziehung gekämpft haben und sehr mit ihrer Beziehung beschäftigt waren. Und nach der Trennung, da gab es auch Wellen, ja, aber dann hatten sie es irgendwann geschafft, die Elternebene zu machen, die nicht mehr die ganze Zeit durch die Beziehungsebene, die eben nicht rund lief, war. Und das zeigt tatsächlich auch die Studienlage, dass ja, die ersten 2 Jahre herausfordernd sind, doch wenn die gut begleitet sind, dass das eine große Resilienz sein kann und dass die Kinder dann auch emotional da stabil sind. Und ich kann die Studienlage, glaube ich, mit meiner persönlichen Erfahrung. Noch ist es 1 Jahr, aber ja. Das hört sich jetzt hart an, aber ich habe mir immer gewünscht, dass meine Mutter und mein Stiefvater sich trennen. Ja. Das haben sie aber nie gemacht, bis heute nicht gemacht. Meine Mutter kennt meine Einstellung dazu. Und ja, ich sehe das genauso. Das Ding ist, ich sehe das aber bei meiner Mutter zum Beispiel. Sie hat halt selber sehr stark unter der Trennung ihrer Eltern gelitten. Ja. Und hat dann eine innere Einstellung entwickelt, das werde ich meinen Kindern nicht antun. Ja. Weswegen sie auch aus meiner Sicht sehr verhärtet dann in ihre Beziehung reingegangen ist und sich da nicht mehr gut lösen konnte. Und du hast gerade gesagt, einer der größten Ängste waren die Kinder, das verstehe ich. Was genau für Ängste waren dann mit den Kindern verbunden, jetzt mal abgesehen von dem Finanziellen? Also was ich schon auch merke, was eine große Herausforderung ist, das sind die 2 Menschen, die du sehr, sehr liebst. Und es ist halt auch ein totales, also muss ich sagen, die größte Challenge für uns als Eltern oder auch für mich. Ich bin nach 19 Jahren Beziehung an dem Punkt, dass ich gerade nicht so viel Kontakt brauchen würde zum Vater meiner Kinder. Und da immer wieder abzuwägen, wo geht es um mich und wo geht es um meine Kinder. Wo ist es aber auch gut, sich Positionierung zu zeigen. Und das, was du beschreibst von deiner Mutter, ist es, also auf der einen Seite kann ich das total verstehen. Ja. Und was ich eben auch das meinte ich vorher so ein bisschen auch mit den Konflikten, das ist, oft wollen wir als Eltern genau das Gegenteil machen von dem, was wir erlebt haben. Ja. Und da lade ich sehr ein, zwischendurch seine emotionalen Hausaufgaben zu machen. Weil einfach nur das Gegenteil sozusagen zu machen, geht manchmal auch an der Beziehung vorbei. Und tatsächlich war für mich dann irgendwann der Punkt,
wünsche ich mir, dass meine Kinder in so einer Beziehung bleiben, wie ich sie lebe, wie ich sie vorlebe. Also immer wieder auch die Einladung. Ja, es geht um meine Kinder, wie ich sie begleite, wie sie im Hier und Jetzt leben. Aber auch, was bin ich für ein Vorbild? Es ist halt sehr komplex und ich sehe die Schwierigkeit und ich sehe auch die Schönheit darin zum Beispiel. Und ich glaube, das ist auch etwas, was heute ein bisschen fehlt. Ich arbeite mal länger und konsistent an einer Beziehung, auch wenn sie mal nicht so funktioniert. Ja. Also was ich heute sehe, ist auch oft, dass sehr schnell Beziehungen abgebrochen werden, ohne dass wirklich daran gearbeitet wird. Das heißt, ich sehe schon die Schönheit darin auch, dass man immer wieder versucht Konsens zu finden, versucht Lösungen zu finden, versucht das Familienkonzept am Leben zu erhalten und die Familie zusammenzuhalten. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Eltern da eine sehr hohe Entscheidungsmacht haben und die Kinder, die können da ja gar nicht raus. Und die Kinder tun mir leid. Also wenn das wirklich so eine, ich nenne es jetzt mal toxische Beziehung ist zwischen den Eltern, wo jeden Tag Streit zu Hause ist, was bei uns manchmal wirklich so war, du leidest als Kind halt da auch krass drunter. Und deswegen es ist was Schönes, dass man das am Leben erhalten möchte. Und gleichzeitig hat es eine krasse Schattenseite, wenn man da nicht den Absprung schafft, sage ich mal. Und das Ganze ist halt sehr verzwickt. Ne? Dann hast du gesagt, kommen die Ängste dazu. Ne? Wir haben die Kinder, wir sind finanziell miteinander verstrickt und so weiter und so fort. Und das Ganze macht es halt sehr schwierig. Ne? Ja, absolut. Und da möchte ich dahin zu sagen, genau, du sagst, bei euch gab es jetzt jeden Tag Konflikte. Eine Beziehung kann auch unschön sein ohne Konflikte. Konflikte ist für mich auch eine Sache. Ich will das vielleicht nochmal kurz so differenzieren vom Wort her. Ein Konflikt ist für mich okay. Also ein Konflikt ist ja auch konstruktiv und Streit ist aber was, also Streit ist wie so Krieg. Ja, so. Und das hat dann nichts mehr mit einem konstruktiven Krieg, sondern es ist einfach nur giftig. So. Ja, absolut. Ja. Ich will daneben noch setzen, dass es auch ganz fürchterlich sein kann für Kinder, wenn die Eltern sich nur noch anschweigen und nur noch Kälte ist. Das stimmt, ja. Genau. Also ich bin einerseits total bei dir, dass ich es total wertvoll und wichtig finde, Beziehungsarbeit zu leisten. Das ist ja meine Arbeit, das ist mein Fokus. Ich liebe es, ist mein Pritzel. Ja. Und gleichzeitig ist, glaube ich, was eben jetzt gerade auch entsteht, ich hatte gerade wieder auf Social Media auch dieses, dass, also es gibt Dinge, wo klarer sind. Wir reden mehr über Red Flags. Ja. Und ermutigen uns da auch mehr dazu. Wir haben, glaube ich, höhere Erwartungen an eine Beziehung. Zu Recht. Wir gucken feinfühliger drauf, was ist Gewalt. Und die Machtverhältnisse werden weniger. Also ich sehe es tatsächlich auch als ein großes Privileg, dass ich mich trennen konnte. Ja. Auf vielen Ebenen. Auch, dass du die inneren Ressourcen dafür hattest, finde ich, ist, das ist auch ein, ich weiß nicht, ob man es Privileg nennen kann, aber das ist eine große Stärke so. Ja. Also da kann man vielleicht auch eine gewisse Dankbarkeit für empfinden, dass du die Ressourcen dafür hattest. Genau, also das war viel Arbeit. Also auch ich habe mir professionelle Unterstützung geholt. Ich habe ohne meine Freundin, also das erzähle ich auch manchmal, wie gesagt, ich bin schon so der Typ, ich löse gerne meine Probleme und bin da. In der Krise, in der Trennung habe ich nochmal sehr, sehr erfahren, wie wertvoll es ist, Menschen zu haben, die man Tag und Nacht heulend Sprachnachrichten kilometerweise aussprechen kann und da gehalten wird. So, also ich habe die Trennung nicht alleine gemacht, sozusagen emotional. Und das war wertvoll auch nochmal für mich und mein Nervensystem. Hinzu kommen, glaube ich, auch so Ängste. Ich merke das manchmal bei anderen Familienmitgliedern, die dann auch im vielleicht teilweise noch höheren Alter Kinder haben und sich dann getrennt haben. Und dann eine große Angst auch, finde ich denn je wieder einen Partner? Vor allen Dingen, ich habe jetzt Kinder, ne, das ist für viele ja auch also viele wollen ja keinen Partner, der schon Kinder hat, auch teilweise, ne? Zumindest, ich spreche jetzt mal von meinem Alter. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ne? Es ist nochmal wahrscheinlich anders.
Aber in meinem Alter ist es ja so, die meisten sind vielleicht gerade dabei, Kinder zu zeugen, ne? Ich bin 30, oder wollen in Zukunft eigene Kinder zeugen. Bei dir ist es vielleicht so, die Leute haben ja schon meistens Kinder gezeugt oder sie haben sich dafür entschieden, ich will keine Kinder. Das führt dann ja auch nochmal zu einer ganz speziellen Dynamik, wenn man dann wieder neu jemanden kennenlernt. Ne? Entweder vielleicht will er gar keine Kinder, hat er da gar keine Lust drauf oder sieht er nicht in seinem Leben. Das heißt, da muss ja auch nochmal eine ganz große Akzeptanz stattfinden. Man muss dann mit einer viel größeren Offenheit und auch Bereitschaft und vielleicht auch Verantwortungsübernahme in so eine Beziehung gehen. Aus meiner Perspektive, du kannst mir gerne deine gleich teilen. Aber um nochmal zurück auf den Punkt zu kommen, ich glaube, das ist auch eine große Angst, vor allem vielleicht jetzt nach 19 Jahren oder so, ne, finde ich überhaupt noch mal einen Partner, mit dem ich so eine Beziehung führen kann? Und ich habe die Angst, vielleicht auch alleine zu bleiben. Also ehrlich gesagt, bin ich in diese Entscheidung gegangen mit der Akzeptanz und mit der Klarheit und auch gar nicht so die Angst. Also ich habe dann so Bilder entwickelt und habe gedacht, also ich hatte recht früh eine lange Beziehung, dann hatte ich 2-3 Jahre, um das zu sortieren und dann bin ich eben mit 21 in diese lange Beziehung gegangen. Und ja, diese Ängste habe ich sozusagen durchgemacht und am Punkt der Trennung stand ich an diesem Punkt und gesagt, das ist total okay, diesen Raum jetzt zu haben, nochmal mich kennenzulernen. Wer bin ich ohne Beziehung? Wer bin ich? Ich bin hier Mutter, ich bin Freundin, ich bin Unternehmerin. Das war tatsächlich ein Prozess, wo ich dann aus dieser Beziehung rausgegangen bin und gesagt habe, ich habe 19 Jahre Beziehung hinter mir, ich habe erstmal genug. Okay, ja, verstehe. So, und es ist jetzt nicht mehr, also das Leben ist schön genug und es gibt genügend und so. Und dann hat das Leben anders gespielt. Ja. Und genau, ich lebe in einer neuen Beziehung. Also du hattest diese Angst nicht? Ja. Nee, also ich hatte tatsächlich, es war dann eher für mich aus meinem Prozess heraus, das Leben ist gekommen, also ich bin total dankbar, dass das Leben vorbeigekommen ist, aber es war aus dem ersten Impuls erstmal gedacht, zu früh, zu sehr, also ich hätte gedacht, kann schon schön sein, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es diese Tiefe ist. Und gleichzeitig ist eben, wie du sagst, genau, ich glaube, die Chance ist eben, und das macht wahrscheinlich die 10-11 Jahre Unterschied zwischen uns, wenn man sozusagen schon einmal gegen die Wand gelaufen ist, seine Fehler gemacht hat und dann ist es eben spannend, also das weiß man vielleicht vor dem Kinderkriegen nicht so richtig, wie du mit Krisen umgehst, vielleicht auch. Und ich glaube jetzt, ich finde das sehr, sehr wertvoll sozusagen, die Bereitschaft eben, wie geht auch die andere Person sozusagen mit Scheitern um? Und wie können wir wir sind da auf einer sehr ähnlichen Ebene zu wachsen und zu reflektieren und es ist eben, und vielleicht auch den Wert, also das erlebe ich gerade, diesen Wert einer gesunden Beziehung nochmal anders wertzuschätzen. Du hast gerade gesagt, wenn man einmal den Fehler gemacht hat oder die Fehler gemacht hat, was meinst du damit genau? Genau, also ich bin ein großer Fan von Wachstumsdenken, Quant Mindset. Also ich benenne es sehr gerne, ich mache Fehler, aber ich finde Fehler was sehr Konstruktives. Also an Fehlern muss aus meiner Perspektive keine Beziehung scheitern. Aber ja, ich habe viele Fehler, viele Lernerfahrungen gemacht, viele Umwege gemacht, viel eben, also ich stand an einem ganz anderen Punkt. Also Beziehung lässt uns einfach wachsen. Wenn ich an die 21-jährige Kirin denke, das war jemand völlig anderes. So, und natürlich habe ich meine Punkte auch mitgebracht. So, und Eltern werden, also ich habe vorher schon mit Familien gearbeitet und ich war vorher sehr sicher, wie das geht. Pustekuchen. Ich habe diese ganzen Dings auch gemacht und da sind viele Fehler passiert. Da gab es viele Scheitermomente. Und für mich ist eben die große Frage, und da pritzelt es bei mir sozusagen, da macht es Spaß für mich. Nehmen wir das als Chancen? Nehmen wir Scheitern als Chancen? In meiner Arbeit nenne ich das manchmal in meinem Buch, sind wir bereit, aus Scheiße Gold zu machen? Das funktioniert. Und das macht Spaß und da kriegt man mich.
Ich bin nicht die Bock hat auf pure Harmonie und alles ist Gold irgendwie so, sondern ich bin auch da bereit. Also das ist für mich Beziehungsarbeit. Eben mich auch mit meiner Verletzlichkeit und mit meiner Unfehlbarkeit und mit meinen Namen mich auch zu zeigen. Aber das braucht sehr, sehr viel Sicherheit in einer Beziehung. Und da bin ich sicherlich an einem anderen Punkt als vor 20 Jahren. Und wie habt ihr das dann, ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, der für viele wichtig, interessant und konfliktreich ist. Wie bringt man das dann den Kindern bei, ne, dass man sich jetzt trennt und wie kommuniziert man denen das, dass sie das möglichst gut integrieren können? Wie seid ihr das angegangen und was ist jetzt, ne, wenn wir auch so von Fehlern sprechen und so, was ist dir im Nachhinein bewusst geworden, was da wichtig ist? Tatsächlich ist das so ein Part, also ich spreche sehr gerne über mich. Das ist jetzt so, wie das einfach so ganz persönlich und für die Kinder ist. Oder was hast du kannst es ja allgemein halten. Ich würde es allgemein halten. Was hast du gelernt? Was ist wichtig? Wie kann man das gut angehen? Ja, also sagen wir den rosa Pups, also so was schön wäre, was die wichtigste Botschaft für die Kinder ist, die wir ihr schenken können. Und wenn wir die emotionale Sicherheit und Stabilität haben, ist, dass wir ihm sagen, hey, wir sind weiter eure Eltern, unsere Liebesbeziehung. Darum geht es. Das wird sich trennen. Gut ist es, wenn man das tatsächlich gemeinsam schafft. Da dürfen Gefühle sein, lass die Kinder wütend sein, lass die Kinder weinen. Da geht es gar nicht so sehr viel um 1000 feinfühlige Erklärungen. Da geht es erstmal um Gefühle und Emotionen. Also meine Kinder haben mich in der Trennungszeit auch oft weinen sehen. Ich muss da nicht die Perfektion sein. Was total wichtig ist, dass die Kinder nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Also meine Kinder wussten immer, ich habe Freundinnen. Ich habe eine Therapeutin, wo mein Schmerz sozusagen sicher ist. Also sie durften mich in meinen Emotionen sehen und erleben, aber mir war sehr wichtig, dass sie keine Verantwortung dafür übernehmen, sondern dass ich eher da bin und sie halten kann. Genau, was sicherlich ein sehr großer Schmerz für Kinder ist, was wir möglichst vermeiden sollten, was aber, also ich habe es nicht komplett vermeiden können, den anderen, also es ist halt einfach sehr schwierig. Dann, wie gehe ich also ich hatte es auch bei einer Freundin, die hat es tatsächlich auf jeden Fall nach außen kommuniziert, das war ein Familienentwicklungsprozess und die haben das total schön und gut begleitet und sehr harmonisch gemacht. Ich kann sagen, bei uns war es und gibt es Wellengang. So. Ich versuche immer wieder Anker zu sein und Leuchtturm in dem Wellengang, aber es gibt Wellengang, aber dass wir versuchen, die Partnerperson, also es ist einfach, die Kinder sind mit dem Herzen bei beiden. Und wir schaden den Kindern, wenn wir da anfangen, gegen den anderen zu sticheln. Wir können bei uns bleiben, das ist meine Entscheidung, aber wenn wir anfangen, und da kann ich mich tatsächlich auch als Kind dran erinnern, das war fürchterlich. Ein Elternteil hat das ganz viel bei mir gemacht und da habe ich auch den Kontakt mit der Zeit gemieden, weil ich das nicht hören wollte und es mir zu anstrengend war. Ja. Und gleichzeitig vollstes Verständnis, wie schwierig es ist, wenn Trennung wellenförmig ist, da bei sich zu bleiben. Ja, ich denke, das ist auch, also für mich käme es ein bisschen, wie soll ich das erklären? Dass eine Trennung harmonisch verläuft, macht für mich keinen Sinn. Weil es ist ja eine Trennung. Es ist ja nicht, also das ist ja eine schwierige Situation. Und das wäre ja irgendwie merkwürdig, wenn da ja gar keine Emotion involviert wäre. Natürlich wünscht man sich, dass beide in Kontakt mit sich selbst sind, dass sie nicht sticheln gegenüber dem anderen, dass sie das den Kindern gut erklären können und so weiter. Aber es ist ja trotzdem eine Phase, wo die auch emotional sehr stark ist, wo viel Kommunikationsarbeit passieren muss, wo auch automatisch Konflikte entstehen werden. Das ist ja auch eine Situation der Neuorientierung, die auch schwierig ist. Und
Und ich hatte ja auch schon mal Jan-Uwe Rogge im Podcast und der hat ja auch der plädiert ja immer dafür, dass man nicht versuchen soll, perfekt zu sein. Und ich glaube, vielleicht auch in solchen Situationen ist es vielleicht ein ganz guter Reminder, dass auch das nicht perfekt laufen muss und auch gar nicht, das ist vielleicht auch gar nicht das Natürliche, sondern das ist eine Situation, die ist schwierig und das einfach dann als Teil des Prozesses zu sehen und sich immer wieder zurück zu besinnen, bin ich in Kontakt mit mir, bin ich in Kontakt mit den Kindern vielleicht, ne? Ja, absolut. Also ich bin da ganz bei dir und kenne das auch von meiner Arbeit und auch in Jesper Juhls Satz oder Matthias Wölche, es gibt nichts Schlimmeres als die perfekten Eltern. Und das glaube ich wirklich, weil wir alle fehlen. Unsere Kinder haben Wutanfälle, machen Fehler. Und wie scheiße ist das Gefühl, wenn man sich selber scheitern sieht, aber da irgendwelche Halbgötter hat, die ihn nicht scheitern und die immer alles perfekt und machen. Also da geht ganz viel Beziehung flöten. Daher ja. Und wie gesagt, ich bin großer Fan. Ich könnte, also erstens könnte ich nie so Familien begleiten, wie ich es kann, wenn ich nicht selber manchmal auf die Nase gefallen wäre. Ja. So, also ich habe das ja vorher auch schon gemacht. Und ich war total ehrgeizig, ich war total in meinem Beruf, ich habe super schnell Leitungspositionen und so. Ich habe gedacht, ich wäre sehr gut gewesen. Und habe die Rückmeldung auch bekommen. Ich würde es nochmal anders definieren. Ich glaube, ich kann jetzt hilfreicher sein. So, das ist auf jeden Fall. Und gleichzeitig kenne ich diese Eltern, die da sehr, sehr im Prozess sind und das auch friedvoll lösen können. Und das muss nicht falsch sein. Dann scheitern die sozusagen an anderen Enden und machen auch ihre Fehler. So. Also Fehler im Sinne von Wachstumsmomente. Und auch da kann es, also wie gesagt, also das Perfekte ist auch nicht, dass ich die ganze Zeit lächle. Ich finde, es ist total mit in diesem Perfekten, dass ich weine, wenn ich traurig bin. Ja. So, und wie gesagt, ich habe hier sehr viel Ahnung, ich habe mich sehr viel mit auseinandergesetzt und ja, mir sind auch Kommentare rausgerutscht, die nicht sinnvoll waren gegen den Papa. Ich wachse. Ich habe es nicht ständig gemacht, also so, ich bin unperfekt und bin bereit hinzugucken und da zu reflektieren. Ich bin bereit, Entschuldigung zu sagen. Und ich bin bereit zu sagen zu den Kindern, ja, tut mir leid. Und ich verstehe, dass das sich richtig, richtig scheiße anfühlt für dich. Ja, das ist Menschlichkeit eigentlich, was, finde ich, beschreibt das ganz gut. Ja. Wir sind nicht perfekt, wir sind Menschen. Und du hast es gerade schon angedeutet, ein Thema, das ja auch für viele Eltern schwierig ist dieser Umgang, wie handhabe ich das jetzt, wenn mein Kind wütend ist, traurig ist, in Tränen die ganze Zeit ausbricht. Und da hast du gerade gesagt, dass es da auch wichtig ist, eine gewisse Haltung da zu haben und nicht sich sozusagen davon mitreißen zu lassen, aber das auch nicht zu labeln. Also vielleicht können wir darauf nochmal kurz eingehen. Was ist aus deiner Sicht, weil das ja oft dann auch Konfliktpotenzial ist, ne, in so einer Eltern-Kind-Beziehung, wenn das Kind vielleicht auch aufgrund einer Trennungssituation starke emotionale Ausbrüche hat, wie geht man aus deiner Sicht damit am besten um? Ja, da sind wir jetzt sozusagen auch wieder ein bisschen an deiner Ursprungsfrage und dieser Wunsch von uns, unsere Kinder ständig glücklich zu machen. Und diese Erwartungshaltung auch, ich bin eine gute Mutter, wenn meine Kinder, also auch da können wir anfangen, welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich? Dazu passt ja auch wieder gut die Geschichte, die ich eigentlich von meiner Familiengeschichte erzählt habe. Irgendwo glaube ich, meine Mutter hat sich zum Beispiel auch nicht getrennt, weil sie uns glücklich machen wollte. Ja. Weil sie das Bild hatte, ich habe darunter als Kind extrem gelitten. Und deswegen werde ich das bei meinen Kindern nicht so machen. Und ich werde mich nicht trennen. Und das ist ja auch wieder vielleicht weniger ein Wunsch für sich selbst. Ich kenne sie auch sehr gut. Sie schaut immer sehr stark auf andere so. Ja. Sondern eher so, ich muss meine Kinder glücklich machen. Ja. Und gleichzeitig, das sieht nach außen hin nach Fürsorge aus.
aus meiner Arbeit weiß ich, ist auch die spannende Frage, es ist leichter, ein glückliches Kind zu begleiten. Kannst du dein Kind auch in der Wut halten? Kannst du dein Kind auch in der Traurigkeit halten? Kannst du dein Kind auch in der Krise halten? Weil das berührt dich auch in diesem Punkt. Und meine Erfahrung ist, und wir sprechen jetzt über größere Dinge wie Trennung oder so. Ich habe nämlich genau in der Trennungsphase mein zweites Buch fertig geschrieben, Starke Gefühle, starker Halt. Mitten in der Krise, mitten in diesem Strudel. Und das ist auch, ich beschreibe so eine Situation, erstes Kind, Autonomiephase, das ging, glaube ich, um Regenhose anziehen. Und ich hatte das Ideal, dass ich diese Regenhose anziehe, während dieses Kind lächelt. Und war nicht bereit, da wegen dieser Regenhose auch in diesen Konflikt zu gehen und habe einen riesen Stress drumherum gebastelt, weil ich es nicht halten konnte und wollte oder die Erwartung auch von mir hatte. Also mehrere Ebenen. Einerseits die Erwartung von mir, dass ich das bitte mit rosa Duft lösen kann und dann aber auch das Kind, das einem so nah am Herzen ist, traurig zu erleben. Da muss ich mich mit meiner Trauer auseinandergesetzt haben. Und dann passiert, was schnell passieren kann. Wir fangen an, also so das Ältere, das Autoritäre, hör auf, bringt ja nichts. Das ist jetzt so, in meiner Bubble sozusagen machen wir das nicht mehr so sehr, weil wir sagen, okay, dieses autoritäre Gefühle verbieten, das haben wir verstanden, ist nicht so gut. Weil wir einfach auch wissen, was das macht, diese unterdrückten Gefühle. Dass man langfristig den emotionalen Zugang auch zu sich verliert. Und dann eine emotionale Armut auch entstehen kann. Und der Begründer von der gewaltfreien Kommunikation, Echo Namen, der hat, also das ist ein bisschen arg plakativ, Depression ist die Belohnung fürs Bravsein. Depression ist komplexer, aber so ein bisschen was aber jetzt bei uns oft passiert ist, dass wir in aller Freundlichkeit unseren Kindern die Gefühle dann wegerklären. Also weißt du, dieses Eis darfst du jetzt nicht haben, weil es ist nicht so gut für deine Zähne. Aber vielleicht kannst du es nächste Woche haben. Und guck mal, hier ist jetzt das und das. Also wir versuchen es auf eine sehr freundliche Art, aber eigentlich das Gleiche. Dass diese Gefühle, die da gerade da sind, nicht gefühlt werden dürfen. Und dass diese Gefühle, die da gerade sind, nicht okay sind und vielleicht gefährlich. Und ich habe mich gerade auch für das zweite Buch sehr mit Gefühlen und Emotionen auseinandergesetzt. Und wir sind früher davon ausgegangen, dass Gefühle sozusagen universell sind. Alle haben das ist so vorprogrammiert. Heute gehen wir davon aus, dass unser Gehirn sehr die Erfahrung, die wir damit machen, also dass das labelt. Gefühle sind Körperempfindungen und wie wir sie interpretieren und wie wir sie erfahren haben dürfen. Und wenn wir als Kind erfahren, immer wenn wir wütend sind, wird ganz viel Terrain gemacht, dass diese Wut wegkommt. Oder wenn wir Angst haben, dann muss die Angst sofort weg oder die ist nicht gut oder mein Elternteil gerät dadurch in Not. Dann haben wir eine andere Connection zu diesen Gefühlen, als wenn wir, okay, da ist eine Angst. Scheiße, die ist unangenehm. Aber da ist jemand. Der setzt sich vielleicht neben mich, aber es ist sicher. Es ist sicher, diese Angst zu spüren. Und das macht erstens auf der Beziehungsebene eine große Tiefe und auch eine Lebenskompetenz. So, also wo ich sage, es ist nicht unser Job, unsere Kinder durchgehend glücklich zu machen, sondern ich sehe es vielmehr als mein Job, meinen Kindern sichere Erfahrungen geben mit der ganzen Palette an Gefühlen. Aus der Sicherheit heraus. Und ich habe eine Situation in mir, da konnte ich wirklich einen krassen Vorwurf von meinem Kind halten. Ich habe ihn nicht wegdiskutiert. Ich habe mich nicht erklärt. An einem Punkt, aber ich konnte einfach dieses Gefühl, diesen Vorwurf, mein Kind in seiner Not halten. Das ist jetzt 8 Jahre her und ich habe diesen Moment immer noch sehr, sehr im Körper und weiß auch, dass das sehr was mit unserer Beziehung gemacht hat. Magst du da mal verraten,
diesen Moment? Nee, weil es einfach um ein Kind geht. Ich kann sagen, das Kind hat mir ich habe eine Entscheidung getroffen, die würde ich heute sogar auch so treffen. Mein Kind hat aber gesagt, diese Entscheidung war richtig, richtig schlimm für mich. Mama, ich möchte das nie wieder erleben. Und ich habe ihm dieses Gefühl gelassen. Ohne mich auch in eine Schuldspirale. Also oft passiert ja in Schuld und weiß was ich was und dann gehen wir aus der Beziehung heraus. Und das erlebe ich auch oft, also wenn wir selber Eltern werden oder eben auch vorher, du sagst auch, wir setzen uns irgendwann auseinander mit unseren eigenen Eltern. Und wenn wir uns da vorstellen, wenn es jetzt irgendwas gibt, was die auch zuhören, vielleicht denken, ach, vielleicht würde ich das gerne Mama oder Papa erzählen, wie das für mich war. Und da dieses einfach dann kein Wegreden oder Wegerklären, so danke und vielleicht es tut mir leid, dass du es so empfunden hast. Also dieses einfach gesehen und gehört werden in dem, was man empfindet, macht viel aus meiner Perspektive aus und macht eine tiefe Beziehungsqualität eigentlich aus. Und das darf sein. Ja, auch das gegenseitige Zuhören dann, ne? Also auch, dass die Kinder natürlich auch den Eltern zuhören, weil die auch nicht perfekt waren und auch mit Sicherheit, also ich glaube, die meisten Eltern geben ihr Bestes und trotzdem ist es halt nicht einfach und haben wir alle unsere Unzulänglichkeiten und die wir da mitbringen. Aber da stimme ich dir komplett zu. Also und was es, finde ich, noch schlimmer macht, ist, wenn das Kind den Mut aufbringt, da auf die Eltern zuzugehen und dann sowas kommt wie, ach, so schlimm war das doch alles gar nicht. So, ne, dass es dann runtergeredet wird, verleugnet wird. Das ist, finde ich, auch eine der größten Schmerze, die man dann haben kann und daraus entstehen dann oft auch Streitgespräche. Also da mit dieser Offenheit und das ist halt nicht einfach, ne, das anzunehmen, weil manchmal habe ich das Gefühl, Menschen wollen dann ja auch in ihrer Illusion bleiben, in der Illusion, dass alles gut war, weil so habe ich mir das zurechtgelegt, damit ich damit zurechtkomme, ne? Sondern auch dann selber annehmen zu können, diese neue Perspektive auf die Dinge. Nein, es war nicht immer schön, es war nicht immer so, wie ich mir das vielleicht ausgemalt habe, damit ich besser mit der Situation zurechtkomme, weil diese Verleugnung ist ja auch eine Strategie, mit Dingen zurechtzukommen. Absolut. Und zu so einfach das anziehen und zu sagen, ja, du hast recht, es war scheiße. Es tut mir leid. Ja, oder so. Es musste gar nicht meine Perspektive sein, sondern ich sehe dich erstmal. Genau, richtig, ja, hast du recht, ja. Ich sehe dich, wie gesagt, wenn ich diesen Punkt reflektiere, ich glaube, ich würde sogar wieder so entscheiden, wenn ich den ganzen Konstrukt sehe. Und trotzdem sehe ich und halte ich und rede nicht weg diesen Schmerz von meinem Kind. Und das verbindet vielleicht auch meine Bücher und meine Themen. Und das macht mich, glaube ich, auch aus. Ich finde, natürlich ist es ein Abwägen. Man muss jetzt nicht jeden Konflikt bis ins Endliche und nicht jede Wahrheit total immer volle Bresche. Aber wir wissen heute auch, Double-Mind-Botschaften sind für Kinder wahnsinnig schwierig. Und für mich tatsächlich auch. Genau, ich bin auch neurodivergent. Ich habe meine ADHS-Diagnose auch relativ frisch, aber habe es nicht frisch, also ist ja Geburt und da ist es auch noch mal mehr. Wenn du wenn das Gefühl und die Worte nicht zusammenpassen, das macht bei mir ein absolutes Störgefühl. Hast du ein Beispiel? Eltern, also ein typisches Beispiel, ich bekomme einen Anruf jetzt als Mama und da kriege ich eine Botschaft, die total scheiße ist, die mich total mitnimmt. Und dann fragt mein Kind, Mama, alles gut? Ich will, dass es meinem Kind gut geht und dann sage ich, alles gut. Ja, super, guck mal das Vögelchen, wie wunderschön. Und das Kind spürt, das stimmt irgendwas nicht. Unsere Kinder lieben uns aber so sehr und sie vergöttern uns so sehr, dass sie dann mehr mit der Zeit, wenn das häufig, wieder die Perfektion. Sicherlich mache ich das an manchen Stellen auch, aber wenn das die Dauermelodie in der Familie ist, fangen die Kinder an, meinen Worten mehr zu glauben als ihrem eigenen Gefühl. Und dann geht da auch was verloren sozusagen. Und dann ist da eine totale Unsicherheit. Was glaube ich dem eigentlich?
auch hier, wenn wir jetzt dieses Telefonat angehen, ich muss meinem Kind nicht das ganze Drama des Telefonates sagen. Ich muss es nicht in dieses Drama mitreißen. Aber ich kann klar sagen, das Telefonat, boah, das macht gerade was mit mir. Fühlt sich gerade echt schwierig an. Ich atme kurz, ich bin bei dir, oder auch, wo ich manchmal in Krisenzeiten gesagt habe, ich bin so froh, dass ich heute Abend mich mit meiner Freundin treffe. Und dann kann ich mit meiner Freundin darüber gehen. Dann muss ich meinem Kind nicht die ganze Miste sozusagen aber wir fühlen das. Koregulation, unsere Nervensysteme sind so miteinander verbunden. Wir fühlen das und das ist oft eine große Belastung, wenn das nicht übereinstimmt. Das kostet total viel Energie. Ich bin da gerade auch in so einem Prozess, habe ich auch schon im Podcast erzählt. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber diese Authentizität ist das ja irgendwo. Ja. Also ich bin in Kontakt mit mir und ich kann das kommunizieren, aber ich glaube, das ist wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich kommuniziere das, aber ich muss jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen und mein Leid übertragen. Ich glaube, das ist wichtig. Also es gibt da so Nuancen auch mal wieder und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Ja? Nehmen wir nochmal dieses Beispiel. Du bekommst einen Anruf von der Schule. Gib mal kurz ein Beispiel, was es sein könnte, das einen halt belastet. Du bist da mehr im Thema. Weißt du was, mein Kind hat sich, also könnte das eine sein, mein Kind hat sich verletzt. Gut, da müsste ich wahrscheinlich handeln oder weißt du, aus der Schule. Ich würde eher sagen, aus dem Familienkontext irgendwie so. Da haben sich welche total gestritten und ich bin da irgendwie in einen Erbstreit. Das geht mein Kind jetzt nicht so richtig an. Dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine ist, dass ich sozusagen, ich möchte mein Kind, dieser Gedanke, ne, das ist ja eigentlich auch immer, niemand macht das ja, um den anderen irgendwie zu ärgern oder so, sondern das ist ja einfach auch oft so, ich möchte jetzt die andere Position nicht belasten. Man vergisst dann aber oft dabei, dass man schon belastet, indem man gar keinen Zugang gibt. Ja. So. Und das wäre ja eine Möglichkeit, das kenne ich auch aus meinem Umfeld, ne, ich behalte es für mich, fresse es in mich rein aber so oder so wird es ja die andere Person spüren. Weil wenn wir miteinander verbunden sind, so Kinder und Eltern, man merkt es ja sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Man spürt es einfach. Ich merke das sogar schon am Telefon, wenn meine Schwester, so wie sie rangeht, da merke ich schon, dass was nicht stimmt, weißt du? Ja. Da ist ja so eine Verbundenheit. Absolut. Und die andere ist, das finde ich ist dann der gute Mittelweg. Ich teile das mit, ohne zu krass zu belasten. Das wäre für mich, wenn ich das jetzt so bildlich sehe, so die Mitte. Und dann gibt es aber ja auch noch die andere Position. Ja. Ich teile mich stundenlang mit in meinem Leid. Das finde ich auch schwierig. Also es ist genauso schwierig, wie ich teile mich gar nicht mit. Ja, absolut. Und ich bin selber dabei, in meinem Leben noch so diese Mitte zu finden, weil ich glaube, ich komme auch eher aus so einer Situation, ich bin schon mitteilungsbedürftig, aber ich habe oft dann Sachen vielleicht auch aus so Sachen wie Stolz. So Stolz oder was waren das noch für Gefühle? Also es ist eigentlich falscher Stolz. Es ist so dieses ich möchte mich Schutz, ich möchte mich das Gefühl vielleicht auch von, es klingt jetzt blöd, aber Überlegenheit, obwohl du gar nicht überlegen bist. Ja? Also würde ich auch als Schutz, also das ist eine Verletzbarkeit. Genau. So, und das vielleicht in der Vergangenheit war dann so eine Dynamik von ich erzähle das jetzt nicht, weil dann werde ich in meinem Stolz gekränkt oder keine Ahnung, ja. Hinzu, ich teile mich mit, aber in der richtigen Dosis und auch zum richtigen Zeitpunkt, wenn ich nicht gerade emotional geladen bin. Ja. So, und ich glaube, das ist diese Mitte zu finden, ist nicht einfach. Aber oft ist das der gesunde Weg. Genau, und um diese Mitte zu finden, sage ich immer, muss man seine emotionalen Hausaufgaben machen. Ja, genau. Und für mich war und ist der absolute Weg über den Körper. Also Nervensystemsarbeit, da hast du ja auch immer wieder genau Gäste da auch so. Und was wir übers Nervensystem sozusagen wissen, ist so top-down, button-up.
20% können wir über den Kopf steuern. Und 80% kommen eigentlich über den Körper, über das Embodiment in diese Regulation rein. Und wir in unserer Gesellschaft sind ziemlich gut mit diesen 20%. Die bringen bei mir noch nichts. Also ich kann mich noch so gut erinnern, als junge Mutter habe ich bei so einer Challenge mitgemacht. Da hieß es, 10 Tage das Kind nicht anzumeckern. Also so von Vorsätzen und Glaubenssätze und so. Hatte ja vor ein paar Jahren auch voll den Run. Ich habe da mitgemacht und ich habe sonst irgendwie nachmittags bin ich meckrig geworden mit 2 kleinen Kindern, wenn die Energie einfach alle war. Und dann habe ich diese Challenge mitgemacht und morgens, ich darf nicht meckern, ich darf nicht meckern, ich darf nicht meckern. Spätestens am Frühstück habe ich gemeckert. Also diese kognitive Dings ist auch nochmal typisch für neurodivergente Menschen. So, und ich habe mich dann auf den Weg gemacht und habe wirklich die Körperarbeit. Und ich habe mich eben auch selber begleiten lassen. Und um das bei meinen Kindern zu begleiten, habe ich die Erfahrung gemacht, nochmal durch meine Scheiße durchzugehen und dann aber jemand zu haben, der mich hält. Und das wissen wir auch sozusagen der Traumabegriff ist groß und viel, aber wir wissen ja inzwischen, dass nicht jedes Ereignis die gleiche Traumafolge sozusagen hat. Es gibt zum Beispiel Trennung der Eltern, in vielen Fällen ist es kein Trauma, es kann aber ein Trauma sein. Und der Punkt ist, wenn man allein gelassen wird mit der Überwältigung von den Gefühlen. Und das kann man aber eben auch nachnähern. Also wenn ich da solche Wunden habe, und das habe ich tatsächlich sehr persönlich immer wieder erlebt, dass wenn ich wirklich Situationen, ich hatte, als ein Kind von mir größer geworden ist, gab es Momente in Konfliktsituationen, da bin ich wups aus dem Hier und Jetzt und habe voll aus der Vergangenheit, aus einem alten Muster reagiert. Und ich hatte da kaum Steuerungsmöglichkeiten. Und dann bin ich tatsächlich selber in diesem therapeutischen Kontext in diese Situation gegangen von damals. Weil ich habe nicht auf mein Kind reagiert, sondern ich habe auf meine Erfahrung von damals reagiert. Und von damals war das eine total gesunde Reaktion. Das war eine richtige und wichtige. Was mein Nervensystem nur nicht geschnallt hat, dass das jetzt mein Kind ist und nicht die Situation von vorher. Und das habe ich tatsächlich im therapeutischen Kontext über den Körper nachnähern dürfen, habe diese Erfahrung gemacht und das war auch unter anderem fürchterlich schmerzhaft. Das hat aber dazu geführt, dass ich in der Situation, und es ist dann manchmal spannend, das ist manchmal dann ganz plötzlich. Also es ist eine lange Arbeit und lange tut sich sozusagen nichts und dann gab es plötzlich die Situation im Alltag und ich habe halt reagiert, wie ich reagiere im Hier und Jetzt. Und ja, es war anstrengend, dass mein Kind so war, aber ich konnte es begleiten. Und ich bin nicht mehr in meine Not gegangen, weil ich mich eben um meine Not gekümmert habe und nicht alleine, weil solche Dinge passieren ja oft in Beziehungen oder Nichtbeziehungen und wenn das in Beziehungen nachnähren darf, sozusagen, dann können wir damit wachsen. Und dann und so arbeite ich auch oft mit Eltern. Die Eltern dürfen Erfahrungen mit mir machen. Ich möchte sozusagen, mein Ziel ist, dass viele Kinder emotional gesund groß werden. Ich arbeite aber nicht mit den Kindern. Ich arbeite mit den Eltern. Und die Eltern dürfen mit mir, wir verstehen auch, wir arbeiten auch über den Kopf und so und ordnen ein, keine Frage, aber sie dürfen auch mit mir Resonanzerfahrungen machen. Und diese Resonanzerfahrungen führen auch dazu, dass ich das weitergeben darf. Weil ein großes Thema ist, wir haben viele schlaue Ratgeber, wir wissen total viel, aber wir haben es selbst nicht erfahren, wir haben keine Vorbilder. Und wir haben diese Erfahrungen nicht. Und da auch weich mit uns zu sein und uns die Erfahrungen auch gönnen, die wir weitergeben, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Aus deiner Sicht, du hast gesagt, du bist ein großer Fan von dieser Körperarbeit, um sich auch zu regulieren. Ja. Was sind da Methoden, die auch die Zuhörerinnen vielleicht anwenden können, um sich in solchen Situationen, vielleicht auch in der Elternschaft, zu regulieren? Genau, also auch hier wieder, wenn es wirklich tiefe Narben sind,
dann wünsche ich mir das einfach für jeden, dass er da Halt finden kann, auch in Beziehungen. Also ich finde das, und das können eben auch professionelle Beziehungen sein, absolut. Und dann sind es ja oft kleine, also dann hilft mir tatsächlich auch nochmal Wissen. So ein bisschen die Einordnung, wenn ich jetzt in dem Konflikt so und so reagiere. Also zum Beispiel meine Kinder albern rum. Ich sage, bitte still, sie hören nicht und dann bin ich irgendwo plötzlich. Ich verstehe das vielleicht gar nicht so richtig. Ich handle und tue etwas, was ich eigentlich nie so wollte. Und wenn ich dann einfach erstmal auch nochmal einordnen kann, also es gibt mir auch Orientierung und Sicherheit. Ich reagiere, weil ich da vielleicht selber ein Thema habe. Ja. Also Wissen ist eine Regulationsgeschichte. Ja, da vielleicht ganz kurz so die Claudia Schwarzelmüller. Kennst du sie? War auch letztens im Podcast, die Kinderdolmetscherin. Ja, doch. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig und interessant vielleicht an der Stelle auch zu verstehen, das Kind denkt ja ganz anders als ich. Ja. Das hat auch gewisse Dinge, Konzepte versteht es noch gar nicht. Zum Beispiel dieses Entweder-Oder verstehen Kinder nicht bis zum 4., 5. Lebensalter, glaube ich. Ja, und wenn Neurodivergenz eine Rolle spielt, dann braucht es nochmal ein paar Jahre. Ja. Genau, richtig. Also da auch vielleicht in der Hinsicht so das Wissen, wie denkt eigentlich mein Kind? Absolut. Also ich mache mit allen Eltern erstmal auch, wie funktioniert ein Gehirn im Wutanfall. Weil wenn ich verstehe, wie das, also genau das Verständnis, auch wie funktioniert ein Gehirn, finde ich, gibt so viel Entstressung und es sagt mir klar, wann rede ich nicht, wie übernehme ich Führung, wie so, also absolut und auch da nochmal, aber auch eine Haltungssache. Wir sind früher sehr viel davon ausgegangen, Kinder testen ihre Grenzen, sind kleine Tyrannen und weißt du, also da wieder die Geschichten, die wir uns erzählen. Und da nochmal zu entwickeln, nein, Kinder kommen nicht auf die Welt, um uns zu drangsalieren. Ein Wutanfall ist nicht, um uns zu provozieren, sondern es ist einfach eine Überforderung, eine Überladung. Das heißt nicht, dass wir jetzt 1000 Lollis geben, aber genau, also die Kinder besser verstehen, absolut, und selber besser zu verstehen in unserem Nervensystem. Und dann ist es tatsächlich den Kontakt zum Körper wiederherstellen. Und auch da, wir haben ja sozusagen 2 Arten von Nervensystemen. Das eine können wir sehr bewusst steuern. Ich will meine Hand hoch, runter, sprechen und so. Das ist das, was wir sehr bewusst steuern können. Das autonome Nervensystem, was eher unser Überleben sichert, die Atmung, den Herzschlag und die Gefühlsregulation ist eben auch dabei. Die Verdauung, Temperatur, das ist etwas, was wir nicht so bewusst steuern können. Also ich reg mich jetzt nicht auf, das geht über diese Schiene nicht so sehr, weil es ein anderer Schaltkreis ist. Es gibt da aber einen Punkt, wo wir bewusst in diesen Schaltkreis eingehen können. Das ist tatsächlich die Atmung. Wenn wir in die Brust atmen, dann gibt es an unser Nervensystem Aktivierung. Der Löwe ist da, der Tiger ist da. Dann aktivieren wir uns. Und wenn wir uns mal beobachten, oft, wenn wir in diesem aktivierten Zustand sind, merken wir das eben. Das ist natürlich auch eine Wahrnehmung, dürfen wir üben, müssen wir üben. Habe ich am Anfang mir den Wecker gestellt, 5-mal am Tag und überhaupt geguckt, wo ist eigentlich meine Atmung? Wie ist mein Körper eigentlich? So, wir sind alle erzogen worden, da nicht mehr drauf zu hören. Und dann ist das etwas, was ich inzwischen mache, wenn ich merke, oh, die Waldfee, ich reagiere auf irgendwas, mir wirklich einladen, den Atem bis in den Bauch zu nehmen. Und dann signalisiere ich nämlich meinem Nervensystem, hey, du bist sicher. Der Säbelzahntiger sitzt da nicht. Und sozusagen die Erinnerung an meinen Körper, das Kind kann den Wutanfall seines Lebens haben. Das ist keine OP am offenen Herzen. Das ist nicht der Säbelzahntiger. Ich muss nicht sofort reagieren. Ich kann mir die 30 Sekunden zum Atmen. Und dann funktioniert mein Gehirn auch viel besser. Dann kann ich wieder zugreifen. Also Atem ist tatsächlich etwas, wo wir handeln können. Ich habe auch in meinem Buch dann mit den Kindern. Also ich hatte eine Zeit lang so imaginäre Luftballons bei mir. Und habe dann ein Kind ich habe es erstmal gehalten, es ist okay, man muss die Gefühle ja nicht völlig wegmachen. Und dann kommt es aber manchmal der Punkt, wo die Kinder selber auch nicht so gut rauskommen. Oder wenn sie Angst vor irgendwas haben, dann habe ich gesagt, meine imaginären Luftballons. Und gesagt, willst du den roten, den grünen oder den blauen? Sucht sich das Kind aus oder auch nicht, je nachdem, wie es Zugriff hat. Und dann pusten wir den
ganz weit auf. Und dann kriegt auch das Kind das. Oder auch wir Eltern oder auch in unserer Gesellschaft und für uns Frauen ist immer noch, dass wir die Wut so gerne weghaben. Aber ehrlich gesagt, wenn ich aktiviert bin und du mir sagst, ich soll mich beruhigen, es hilft mir überhaupt nicht. Meinen Kindern auch nicht. Und wenn ich dann sage, guck mal, drück mal hier gegen mich, wie scheiße du das gerade findest, dass du dieses Eis nicht haben darfst. So richtig scheiße. So, und der Körper, also wir wissen halt auch, Stress, die Stresshormone, wenn wir aus der Geschichte gehen, wenn der Säbelzahntiger oder der Löwe oder wer auch immer vor uns oder hinter uns ist, dann ist Stress, dann müssen wir entweder wegrennen oder ihm vor die Nase hauen. Wenn unser Kind jetzt brüllt oder jetzt hier die Videokamera plötzlich absackt oder weiß was ich was, dann haben wir ordentlich Stress, aber wir müssen nicht rennen und wir müssen nicht kämpfen. Und deshalb ist dieser Stress in uns. Und die Achse geht nicht weiter. Also gerade in der Trennungsphase, ich war so viel beim Sport. Ich habe mich so viel bewegt. Und das erlebe ich auch viel bei Müttern. Ach, ich bin so erschöpft, ich brauche eine Pause. Dann legt man sich aufs Sofa, holt das Handy raus, hat eine Stunde Pause und ist nachher irgendwie gestresster wie vorher. Voll. Und da auch nochmal, ich will überhaupt nicht das Handy bashen. So. Und ich nehme das öfters als Brücke. Weil wenn ich total im Stress bin, schaffe ich es nicht, gleich runterzugehen sozusagen. Aber auch da nochmal verstehen, wenn ich durchs Internet scroll, wird kein Cortisol abgebaut. Im Gegenteil. Es baut es eher auf. Und manchmal fühlt man sich auch erschöpft, weil man den ganzen Tag den Körper nicht betätigt hat. Ja. Also kein Wunder, wenn du den ganzen Tag nur sitzt und stehst und du ja dein Körper ja dafür gemacht ist, dass er benutzt wird, dass du dann dich auch nicht energetisch fühlst. Absolut. Und ich komme ja aus der Sportwissenschaft. Okay. Ich bin selber großer Sportfan. Ich habe auch hier neben meiner Wohnung direkt ein Fitnessstudio, wo ich fast jeden Tag hingehe. Und das reguliert mich so krass. Schon mein ganzes Leben. Ich mache das jetzt schon seit ich 17 bin. Zwischendurch auch mal andere Sportarten gemacht. Ich war auch gestern noch ich gehe dann auch um 8 Uhr abends. Gestern war auch sehr viel los. So. Ich gehe um 8 Uhr abends noch bis 10 Uhr zum Kraftsport. So, und dann ist es zwar nicht ideal, ja, dann esse ich auch viel zu spät und bin zu spät im Bett. Ich war gestern auch zu spät im Bett und so. Ich auch. Aber das ist so eine Erleichterung und es fängt auch oft so an, ich gehe da hin und ich habe erstmal so, ich weiß nicht, ob das jetzt heute hier zielführend ist und ich habe jetzt irgendwie gar nicht so die Kraft und die Motivation. Aber dann nach den ersten Übungen, dann kommst du auch in den Fluss rein, ja, und das ist oft, man kommt in den Fluss erst rein, wenn du mit etwas anfängst. So, du musst einfach den ersten Schritt machen sozusagen, ja. Und ich merke das ganz krass. Also wenn ich mal ein paar Tage meinen Körper nicht betätige aus irgendwelchen Gründen, weil Stress da ist oder Krankheit auch oder so, das passiert ja immer mal zwischendurch. Ich bin so viel weniger reguliert und das kann man ganz genau darauf beziehen, so wie du es gerade gesagt hast. Das ist wie ein Ventil. Also da kannst du dich einfach, das gleicht dich auch hormonell wieder aus. Absolut. Das ist einfach so. Ja, das ist tatsächlich, was ich von meinen Kindern lernen durfte. Ich habe mich als immer sehr unsportlich und meine Kinder haben mir das beigebracht. Und ich habe das gesehen, wie meine Kinder, und gerade wenn Neurodivergenz nochmal eine Rolle spielt, ist es noch viel mehr. Du siehst es auch im Tierreich. Ja. Du siehst, dass wenn zum Beispiel Tiere, manchmal kennt man es auch von Hunden, die schütteln sich dann so. Wenn Tiere in gewisse Gefahrensituationen kommen, dann schütteln die sich danach und aktivieren ihre Muskulatur, um diesen Stress wieder loszuwerden. Ja, absolut. Da gibt es verschiedene, nutzen wir therapeutisch auch. Verschiedene Videos zu. Ja. Und wir Menschen machen das nicht. Also ja, wenn oder wir im nutzen Stress es sind, jetzt tatsächlich therapeutisch. wenn wir im Stress sind, wir sitzen einfach. Wir bleiben weiter sitzen und starren auf dem Bildschirm. So, das ist halt, und uns fehlen so ein bisschen diese Regulationstechniken. Wie gesagt, wir lernen das ja auch nicht so wirklich. Und also das Spannende ist, unsere Kinder haben das. Also als ich diese... wir verlernen das. Ja, wir verlernen das. Ein Kind im Wutanfall fällt auf den Boden. Das war so spannend, als ich das therapeutisch sozusagen wieder gelernt habe und dann gesehen habe, bei meinem Kind passiert genau das. Ein wütendes Kind fällt auf den Boden. Es macht genau das, was wir verlernt haben. Und was du sagst, das kann ich so unterschreiben. Also vor ein bisschen über einem Jahr, als die Trennung so
wirklich am Nadelöhr war und eben Sprachnachrichten und meine Freundinnen so wichtig waren. Wenn du jetzt auch rückblickend bist, kannst du bei jeder Sprachnachricht sehen, habe ich sie auf dem Weg zum Fitnessstudio oder auf dem Rückweg. Ja, krass. Weil auf dem Hinweg war das Drama groß, war die Verzweiflung groß, waren die Gefühle groß. Ich habe am Ende gar nicht die Antworten von meinen Freundinnen gebraucht. Ich habe nur den Sport. Also und auf dem Rückweg war das einfach alles sortierter. Ja. Die Welt hatte sich nicht verändert, aber eben auch wenn wir wenn wir gestresst sind, unser Nervensystem. Also unser Nervensystem ist super, super gut. Es sichert unser Überleben. Gleichzeitig sorgt es aber nicht dafür, dass wir glücklich sind, sondern dass wir überleben. Mhm. Und wenn ich ein aktiviertes Nervensystem habe, wenn ich Stress habe, dann ist mein ganzes Nervensystem auf Achtung. Ich begleite sehr viele Eltern rund um den Schulübergang. Oft Eltern, die keine gute Schulgeschichte hatten oder einfach sehr kritisch sind. Und dann kommt ihr Kind in die Schule und ihr ganzes Nervensystem ist auf Achtung. Ich bin da auf der einen Seite total dabei. Ich würde unser Schulsystem sehr gerne grundsanieren. Absolut. Das Ding ist aber, wenn wir total in diesem Achtung-Nervenzustand sind, unser Gehör verändert sich, unser Blick verändert sich, weil unser ganzes Nervensystem aus ist, die Gefahr zu erkennen. Und dann ist unsere Welt anders. Und dann haben wir auch viel mehr Stress. Und der Weg darf sein, und das ist die Arbeit, die ich mit den Eltern mache, dass ich sie wieder in ein reguliertes Nervensystem gebe, wo wir unsere Kognition auch wieder mehr mit reinnehmen können, wo wir eine andere Entscheidungs- und Bewertungsgrundlage haben. Und es kann auch sein, dass ich mich da positioniere und sage, hey, Lehrkraft, so nicht. Aber aus einer Sicherheit heraus, mit einem gesicherten Nervensystem, nehmen wir wieder mehr wahr. Also es ist auch so, wenn der Tiger vor uns ist, dann ist der Tunnelblick absolut wichtig. Ich habe ein Kind, ich habe früher gedacht, warum muss dieses Kind immer so kreischen, wenn ich Stress habe? Bis ich verstanden habe, das Wissen, wenn ich gestresst bin, verändern sich auch unsere Gehörtöne. Wir hören die Töne anders. Die Gefahrentöne sind mehr. Und auch gerade unsere Feinfühligkeit, unsere Empathie, der Vagus, der soziale Kontaktnerv sozusagen, der funktioniert im Stress einfach nicht so sehr. Weil da müssen wir wegrennen oder dem Tiger auf die Nase hauen. Da ist so ein Fokus. Und wenn wir aber entscheiden, und das ist gut, weil es gibt diese Situation. Ich bin neulich mit dem Fahrrad gefahren, jemand hat die Tür aufgemacht. Ich musste total reagieren. Ich war aktiviert, ich war laut, ich war Stopp. So, das war wichtig. Hätte ich da die Blümchen geguckt und hätte alles abgewegt, da hätte ich zu spät reagiert. Also es ist ein gutes Dings. Und dann aber, wie du sagst, gestern war viel los, irgendwie so, dein Nervensystem war aktiviert, um aber heute wieder gute Entscheidungen treffen zu können. Aus einer Sicherheit heraus muss der Stress raus. Ich finde, das ist bei uns auch gesellschaftlich so ein bisschen verankert, dass man sich körperlich nicht so ausdrückt. Also da gibt es andere Kulturen. Ich meine auch Beispiel, zu Weihnachten oder so, wir sitzen meistens nur den ganzen Abend. Ich kenne das auch von einer kolumbianischen Freundin, die tanzen den ganzen Abend. Das heißt, auch dieser Körperausdruck, der findet in unserer Kultur hier in Deutschland oder auch in umgebenden Ländern nicht so viel Ausdruck, habe ich das Gefühl. Das ist alles relativ steif und ich war ja selber auch in der Tanzschule lange Zeit. Man merkt es dann auch richtig, dass die Leute einfach verhärtet sind und sich auch gar nicht trauen, sich zu bewegen. Wobei ja die Bewegung auch, das haben wir ja schon öfter hier im Podcast gehört, so eng zusammenhängt mit unserer mentalen Verfassung auch. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal die Hypothese aufstellen, so eine körperliche Steifheit führt eventuell auch zu einer mentalen Steifheit, ne? Und das auch in Verbindung zu sehen und auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch oft das Gefühl, jetzt möchte ich mich gerade körperlich ausdrücken. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich verspüre zum Beispiel eine gewisse Steifheit und jetzt habe ich die Intuition, dass ich mich mal in die Richtung strecken muss. Das ist ja auch ein Gefühl, das man hat und das man auch aufrechterhalten kann oder auch verlernen kann. Absolut. Ne? Also so auch in Verbindung zu sein mit seinem Körper und den nicht zu ignorieren, weil ich glaube, keiner fühlt sich gut, wenn er den ganzen Tag sitzt. Aber viele, glaube ich,
haben gar nicht mal den Zugang dazu, dass sie das so spüren. Ah ja, ich bräuchte das jetzt eigentlich, sondern man verlernt halt auch viele Dinge, weil wir halt so aufgewachsen sind, weil es gesellschaftlich so geprägt ist. Du darfst nicht zappeln. Sitzt da jetzt gerade am Tisch und, ne? Ja. Ich kann mich noch an einen Streit meiner Eltern erinnern, da saß ich als kleines Mädchen so breitbeinig und das macht man nicht. Ja, Ja, genau. ja, absolut. Also das ist viel Prägung auch, ja. Ja, und auch da fallen mir wieder 2 Punkte ein. Du bist vorher ins Tierreich gegangen und jetzt wissen wir auch, also sozusagen unsere Stressreaktionen sind ja Kampf, Flucht oder diese Anpassung, oder die Anpassung kippt dann auch schon wieder in dieses Erstarren. Und Erstarren, also toter Mann sozusagen, also das ist der letzte Grad des Überlebensdings. Und es gibt viele, die in diesem Modus auch sind. Also da ist wirklich auch, und das ist manchmal sogar ein therapeutisches Ding, wenn ich merke, meine Ängste, ich kriege keine Luft mehr zum Atmen, aufzustehen und sich einfach auf den anderen Stuhl zu setzen. Und das ist schon schwer genug, wenn diese Starre so groß ist. Mhm. Ja. Und dann eben die Verbindung auch zum Körper und den Bedürfnissen. Und ich hatte ja gesagt, diese Schaltkreise, dieses autonome Nervensystem regelt zum Beispiel eben auch Hunger, Toilette, Temperatur. Und ich erarbeite, also manchmal sind es so kleine Stellschrauben. Die meisten kennen es aus dem Job auch. Ich arbeite jetzt mit Eltern. Wie viele Eltern spüren nicht mehr, ob sie auf Toilette müssen? Wann habe ich das letzte Mal was getrunken? Wann habe ich das letzte Mal gegessen? Und wie ist die Temperatur? Wir spüren das nicht mehr, aber das ist der gleiche Schaltkreis. Und wenn unsere Blase die ganze Zeit signalisiert, Blase ist voll, Blase ist voll, Blase ist voll. Wir nehmen das nicht wahr, aber es passiert trotzdem. Dann ist auch der Hunger da und dann haben wir einfach weniger Kapazitäten für die Emotionsregulation. Und es ist ein granatenmäßiger Unterschied, ob ich einen Wutanfall mit voller Blase oder mit leerer Blase oder hungrig oder nicht. Und es sind oft so diese Basics. Also ich habe Eltern, die haben so viel gelesen, die können sich so und knallen dann doch. Und dann kommen sie zu mir und wir lernen dann gemeinsam sozusagen auf Toilette zu gehen, wenn die Blase drückt. Mhm. So, und ich kenne es selber auch. Also das sind auch Punkte, die ich anwende. Also zum Beispiel mein Kind, genau, das letzte Kind, was eingeschult worden ist, ich weiß, das ist total viel für die und frische Einschulung, das Kind hat die Schule geliebt. Nichtsdestotrotz, also ob Stress positiv oder negativ ist, also wir können auch positiven Stress haben. So viele Geräusche, so viele Leute, so viele neue Regeln. Also ich wusste, ich bekomme da ein ganz schön reizüberflutetes Kind nach Hause. Und dann habe ich genau darauf geachtet, bevor ich mein Kind abhole, gehe ich ganz bewusst auf die Toilette. Ich trinke noch mal was und mache, also ich kenne es auch, ich bin so im Flow im Ding, ist mir kalt oder heiß, weiß ich nicht. Aber diesen Schritt habe ich dann wirklich nochmal bewusst gemacht. Und habe sozusagen, in meinem Buch nenne ich das auch Akku, dass ich meine Raketen steuern kann. Also so ganz kleine Basics. Mhm. Und dann war ich bereit, dieses völlig überreizte Kind zu machen. Im Gegensatz, kleiner Schritt, ich war nicht auf Toilette und habe Hunger, dann platze ich da viel schneller mit. Das ist wieder dieser Satz, du kannst nur gut für andere sorgen, wenn du auch gut für dich sorgst. Ja. Ja. Und das wissen wir eben inzwischen einfach auch über die Neurobiologie, über das Nervensystem. Ja. Am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselbe Frage. Stell dir vor, wir könnten jetzt eine Nachricht mit einem Satz an die Menschen schicken, den sie alle lesen würden. Welcher Satz wäre das? Geh aufs Klo, wenn du aufs Klo musst. Das ist ein bisschen humorvoll auf den Punkt gebracht. Mhm. Tiefer können wir sagen, ey, sei neugierig auf dich und deinen Körper oder nimm deinen Körper mit. Kiren, wo können die Menschen dich finden? Auf die Ohren. Ich habe auch einen Podcast, Chaos, Herz und Wachstum. Da geht es viel drum, genau für Eltern, die eben bereit sind, auch bei sich hinzugucken, aber gleichzeitig ihre Kinder auch besser verstehen wollen, gerade rund um die Grundschulzeit. Genau, auf Instagram gibt es mich unter Kiren Doritzbacher, die Webseite und ganz genau, ich habe 2 Bücher geschrieben. Da kriegt man mich auch ins Buchregal sozusagen.
Die Links zu Kiran finden in der Beschreibung, unter anderem auch zu ihren Büchern Konflikte nutzen statt vermeiden und starke Gefühle, starker Halt. Kiran, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir. Das hat Spaß gemacht. Fand ich auch.